Hallo Freunde, herzlich willkommen. Heute werden wir uns in die tiefen Gewässer der antiken Philosophie begeben und erkunden, wie der Stoizismus wertvolle Verbindungen in unserem Leben stärken kann. Stoizismus ist nicht nur eine Philosophie des antiken Roms, sondern auch eine, die uns in der modernen Welt führt. Wenn Sie Ihrem Leben eine stoische Perspektive hinzufügen und tiefere Verbindungen aufbauen möchten, lassen Sie uns gleich beginnen. Die Hauptaufgabe im Leben ist ziemlich einfach. Alles, was wir tun müssen, ist Probleme zu identifizieren und voneinander zu unterscheiden. Auf diese Weise können wir klar feststellen, was außerhalb unserer Kontrolle liegt, und unsere Entscheidungen, die wir wirklich kontrollieren können, abgrenzen. Wo sollten wir nach dem Guten und dem Schlechten suchen? Die Antwort liegt nicht in Dingen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Der Ort, um zu suchen, ist in uns selbst und den Entscheidungen, die wir treffen. Eine der wichtigsten Anwendungen in der stoischen Philosophie besteht darin, zwischen dem zu unterscheiden, was wir ändern können, und dem, was wir nicht ändern können. Was können wir beeinflussen, und was liegt außerhalb unseres Einflussbereichs? Zum Beispiel, nehmen wir an, ein Flug ist aufgrund widriger Wetterbedingungen verspätet. Egal wie sehr Sie den Fluglinienvertreter vor Ihnen anschreien, es wird den Sturm, den Sie verursacht haben, nicht stoppen. Egal wie sehr Sie es sich wünschen, die Zeit kann weder länger noch kürzer sein, und Sie können nicht in einem anderen Land geboren werden. Egal wie sehr Sie sich bemühen, können Sie niemanden zwingen, Sie zu lieben. Zusätzlich zu all dem hätte die Zeit, die Sie damit verbringen, sich für Dinge zu erschöpfen, die Sie nicht ändern können, für Dinge genutzt werden können, die Sie ändern können. Im Gebet der Gelassenheit der Healing Society gibt es ein Gebet namens: Gott, schenke mir die Gelassenheit, die Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann, den Mut, die Dinge zu ändern, die ich kann, und die Weisheit, den Unterschied zu erkennen. Heute kann jemand, der mit Sucht kämpft, das Missbrauchserlebnis seiner Kindheit nicht ändern. Er kann die Entscheidungen, die er im Laufe seines Lebens getroffen hat, nicht rückgängig machen oder den Schmerz, den er verursacht hat, ungeschehen machen. Aber er kann die Zukunft ändern, und das kann er nur mit der Macht, die er im gegenwärtigen Moment hat. Wie Epiktet sagte, können wir die Entscheidungen, die wir jetzt treffen, kontrollieren. Das gilt auch für uns heute. Der Schlüssel liegt darin, zu klären, was in unserem Leben in unserer Kontrolle liegt und was nicht. Auf diese Weise werden wir nicht nur glücklicher, sondern gewinnen auch einen Vorteil gegenüber anderen, die nicht erkennen, dass sie in einem Kampf sind, den sie im Leben nicht gewinnen können. Diese Lehren tragen Früchte in Form von Gelassenheit, Furchtlosigkeit und Freiheit für diejenigen, die wahrhaft gebildet sind. Wir sollten denen nicht vertrauen, die behaupten, nur freie Individuen könnten gebildet sein. Unsere wahren Verbündeten sind die Liebhaber der Tugend, die argumentieren, dass nur die Gebildeten frei sein können. Warum hast du dieses Buch gewählt? Warum wählen wir überhaupt ein Buch? Es mag nicht sein, um intelligenter zu wirken, die Zeit zu vertreiben oder das zu hören, was wir hören wollen. Für all diese gibt es vielleicht bessere und einfachere Optionen als das Lesen. Nein. Wir haben dieses Buch gewählt, weil wir lernen wollen, wie man lebt. Weil wir freier sein wollen. Weil wir weniger Furcht haben und Frieden finden wollen. Bildung, das Lesen und Nachdenken über Tugenden, die von großen Geistern besessen sind, ist keine zufällige Handlung, es ist eine bewusste Verfolgung. Denken Sie daran, wie gefangen Sie sich in Momenten gefühlt haben, in denen Sie Zeit mit Lesen oder philosophischem Nachdenken hätten verbringen können, anstatt fernzusehen oder zu snacken. Wissen, insbesondere Wissen über uns selbst, ist Freiheit. In Momenten, in denen Sie sich nicht einmal dessen bewusst sind, was Sie verlieren, wer weiß, wie viele ihr Müll in ihr Leben geworfen haben? Wer weiß, wie viel Zeit Sie mit bedeutungslosen Schmerzen, kindischen Verfolgungen, unersättlichen Begierden und unnötigen Unterhaltungen verschwendet haben? Und was bleibt von Ihnen übrig? Sie werden feststellen, dass Sie still innerlich sterben, bevor Ihre Zeit abgelaufen ist. Eine der schwierigsten Dinge im Leben ist es, Nein sagen zu können. Nein zu Einladungen, Forderungen, Verpflichtungen und allem, was alle scheinen mühelos zu bewältigen. Wenn es etwas noch Herausfordernderes gibt, dann ist es, Nein zu den scheinbar natürlichen Emotionen, Wut, Aufregung, Ablenkung, Obsessionen und Erschöpfung, zu sagen, die wir erleben.
Während keiner dieser Impulse allein wie ein großes Problem erscheint, häufen sie sich wie alles andere, woran wir hängen. Wenn Sie nicht aufpassen, werden diese Dinge zu Lasten, die Ihr Leben besetzen und konsumieren. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie Sie die Zeit zurückfordern können, die Sie verbracht haben? Wie können Sie sich weniger überfordert fühlen? Der erste Schritt besteht darin, die Kraft des Neinsagens zu lernen. Integrieren Sie ebenfalls Sätze wie, Nein, danke, nein, ich lasse mich darauf nicht ein, und, Nein, ich bin jetzt nicht verfügbar, in Ihr Leben. Das mag einige verletzen, es mag einige beleidigen, aber je mehr Neins Sie den belanglosen Dingen geben, desto mehr Chancen haben Sie, Ja zu den wichtigen zu sagen. Dies wird es Ihnen ermöglichen, Ihr Leben zu leben, es so zu genießen, wie Sie es möchten, und vor allem über sinnvolle Angelegenheiten nachzudenken. Die einzigen Dinge, die ich brauche, sind Klarheit in den Entscheidungen, die ich im gegenwärtigen Moment treffe, die Überlegung, ob meine Handlungen zum Wohlbefinden aller um mich herum beitragen, und die Fähigkeit, für alles dankbar zu sein, was auf meinen Weg kommt. Verstand, Handlung und Wille. Dies sind die entscheidenden Prinzipien, die sich mit dem Stoizismus überschneiden. Diese gleichen Prinzipien wurden bei der Organisation dieses Buches und ihrer einjährigen Reise verwendet, die gerade erst begonnen hat. Natürlich umfasst die Philosophie mehr als nur diese. Wir könnten uns tagelang über die einzigartigen Überzeugungen verschiedener Stoiker unterhalten. Gemäß dem Denken von Heraklit glaubte Zenon aus der Stadt Kition in Zypern, aber kann Ihnen diese Information wirklich tagtäglich helfen? Wie kann diese Trivialität Klarheit bringen? Stattdessen spiegeln die folgenden kurzen Erinnerungen genau die 3 Hauptprinzipien der stoischen Philosophie wider. Es ist entscheidend, diese jeden Tag bei sich zu tragen und sie bei jeder Entscheidung im Kopf zu behalten. Kontrolliere deine Wahrnehmungen. Richte deine Handlungen richtig aus. Sei bereit, Dinge jenseits deiner Kontrolle zu akzeptieren. Das ist alles, was du tun musst. Setze ein Ziel, das du noch nicht erreicht hast. Achte darauf, all deine Anstrengungen auf etwas zu konzentrieren und behalte es immer im Kopf. Was die Menschen stört, ist nicht die Geschäftigkeit, sondern die Wahrnehmung der Dinge um sie herum anders, als sie sind. Das ist es, was sie wirklich verrückt macht. Macht, das 48 Gesetze der Macht besagt das 29. Gesetz, plane bis zum Ende. Robert Greene erklärt, wenn du alles bis zum Ende planst, wirst du von Situationen nicht überrascht sein und wissen, wann du aufhören musst. Manage sanft dein Schicksal, indem du vorausplanst. Ähnlich dazu ist die zweite Gewohnheit in Stephen R. Coveys die 7 Wege zur Effektivität. Beginne mit dem Ende im Kopf. Das Nachdenken über das Ende garantiert nicht, dass du es erreichen wirst, eine stoische Unterstützung für eine solche Annahme würde es nicht geben. Aber nicht über das Ende nachzudenken, garantiert, dass du es nicht erreichen wirst. Nach stoischer Auffassung stört Oasis, falsche Überzeugungen, nicht nur die Seele, sondern ist auch für chaotische und dysfunktionale Leben und Angelegenheiten um uns herum verantwortlich. Wenn Ihre Bemühungen nicht auf Vernunft basieren oder einem Zweck dienen, wie werden Sie dann wissen, was Sie jeden Tag tun müssen? Wie werden Sie wissen, wozu Sie Ja oder Nein sagen sollen? Wenn Sie nichts wissen, wie werden Sie wissen, wann Sie aufhören sollen, wann Sie Ihr Ziel erreicht haben oder wann Sie von Ihrem Zweck abgewichen sind? Es gibt nur eine Antwort auf diese Fragen, Sie werden es nicht wissen. Daher werden Sie zwangsläufig auf das Scheitern zusteuern oder, schlimmer noch, auf den Wahnsinn, der aus der Gleichgültigkeit gegenüber der Kontrolle entsteht. Die bedeutendsten Anzeichen für einen gut funktionierenden Geist zeigen sich in den Prozessen der Entscheidungsfindung, Ablehnung, Begehren, Aversion, Vorbereitung, Zweck und Akzeptanz. Also, welche Faktoren stehen in Beziehung zu und behindern das ordnungsgemäße Funktionieren des Geistes? Diese sind in den inkorrekten Entscheidungen verborgen, die der Geist trifft. Lassen Sie uns die wahren Bedeutungen der oben genannten Aufgaben untersuchen. Entscheidungsfindung, etwas tun und korrekt denken. Ablehnung, Widerstand gegen verlockende Dinge. Begehren, besser tun wollen. Aversion, Abneigung gegen Negativität, schlechte Einflüsse und alles Unwahre. Vorbereitung, sich auf Dinge vorbereiten, die vor uns liegen oder die in der Zukunft passieren könnten. Zweck, unser Leitprinzip und höchste Priorität.
Akzeptanz, sich von der Illusion der Kontrolle über Dinge sowohl innerhalb als auch außerhalb unserer Kontrolle befreien und bereit sein, Dinge außerhalb unserer Kontrolle zu akzeptieren. Das sind die Zwecke unseres Geistes. Wir müssen sicherstellen, dass unser Geist auf diese Weise funktioniert und alles außerhalb davon als Verschmutzung und Korruption betrachten. Wir müssen viele Dinge loslassen, von denen wir abhängig sind und als gut betrachten. Andernfalls wird der Mut, den wir brauchen, um uns ständig selbst zu prüfen, verschwinden. Indem wir die Dinge, die von Menschenmassen am meisten gewünscht werden, herabsetzen, nimmt die Strahlkraft der Seele zu. Was wir als harmlose Nachlässigkeiten betrachten, können sich leicht in voll entwickelte Abhängigkeiten verwandeln. Das Abenteuer, das mit einer Tasse Kaffee am Morgen beginnt, endet schließlich damit, dass wir den Tag ohne sie nicht beginnen können. Einst nur ein Teil unserer täglichen Aktivitäten, fühlt es sich jetzt an, als hätten wir ständig ein klingelndes Telefon in unserer Tasche, wenn wir unsere E-Mails überprüfen. Unwissentlich beginnen diese scheinbar harmlosen Gewohnheiten, unser Leben zu regieren. Diese kleinen Verpflichtungen und Impulse eliminieren nicht nur allmählich unsere Freiheit und Autonomie, sondern trüben auch unsere geistige Klarheit. Wir mögen denken, wir haben die Kontrolle über unser Leben. Aber ist das wirklich so? Wie ein Süchtiger sagen würde, ist Sucht der Verlust der Freiheit, sich fernzuhalten. Lassen Sie uns unsere Freiheit zurückfordern. Sie können von vielen Dingen abhängig sein. Cola. Drogen. Meckern. Klatsch. Internet. Nägel kauen. Aber Sie müssen die Fähigkeit zurückgewinnen, sich von all dem fernzuhalten, denn die Klarheit Ihres Geistes und Ihre Selbstkontrolle liegen in dieser Fähigkeit. Einige Dinge sind unter unserer Kontrolle und einige nicht. Wir können unsere Gedanken, Entscheidungen, Leidenschaften, Unzufriedenheit, im Wesentlichen alles, was wir tun, kontrollieren. Andererseits können wir unsere Körper, den Reichtum, den Ruhm, die Jobs, im Grunde alles, was wir nicht erschaffen haben, nicht kontrollieren. Darüber hinaus sind Dinge unter unserer Kontrolle unabhängig vom Lebensraum, ohne Hindernisse und völlig offen, während Dinge außerhalb unserer Kontrolle schwach, minderwertig, behindert und nicht unseres sind. Sie werden heute nicht in der Lage sein, Ereignisse in der äußeren Welt zu kontrollieren. Ist das beängstigend? Ein wenig. Aber dafür wird Sie die Erkenntnis trösten, dass Sie Ihre Gedanken über diese Ereignisse kontrollieren können. Sie können nicht kontrollieren, ob die Situation gut, schlecht, gerecht oder ungerecht ist, aber Sie können Ihre Gedanken über die Situation kontrollieren. Wie wird das passieren? Dinge, die nicht unter unserer Kontrolle stehen, die äußere Welt, andere Menschen, Glück, Schicksal oder was auch immer, teilen dennoch Gemeinsamkeiten mit Dingen unter unserer Kontrolle. Diese Tatsache allein gibt uns die Macht, viele Bereiche zu verwalten und eine bedeutende Fähigkeit, sie zu steuern. Am wichtigsten ist, dass die Entwicklung eines objektiven Bewusstseins für Dinge unter unserer Kontrolle es uns ermöglicht, eine echte Klarheit über die Welt zu haben. Wenn Sie heute feststellen, dass Sie versuchen, Ihre Zugriffsbefugnisse auf die äußere Welt auszudehnen, erinnern Sie sich daran, die Umleitung Ihrer Zugriffsbefugnisse auf Ihre innere Welt wird für Sie sowohl besser als auch genauer sein. Die Essenz des Guten ist eine bestimmte Art von rationaler Entscheidung, die wir treffen, und die Essenz des Bösen ist eine andere Artikel. Was ist jedoch mit äußeren Faktoren? Dies sind die Bausteine, die wir bei der rationalen Entscheidungsfindung verwenden, und ihre Güte oder Schlechtigkeit zeigt sich neben den Entscheidungen, die wir treffen. Wie finden wir also das Gute? Sicherlich nicht, indem wir uns über die Bausteine wundern. Wenn Sie beim Betrachten dieser Bausteine eine geordnete und korrekte Ausrichtung sehen, haben Sie die richtige Entscheidung getroffen. Aber wenn diese Blöcke chaotisch und krumm sind, ist die von Ihnen getroffene Entscheidung falsch. Ein Stoiker strebt immer nach Stabilität, Zuverlässigkeit und Frieden. Dies sind Eigenschaften, die wir alle begehren, aber nur kurzzeitig erreichen können. Also, wie erreichen Sie etwas so Flüchtiges? Wie bringt eine Person die Verwirklichung von Eustati zustande? Zunächst einmal lassen Sie uns klarstellen, dass dies keine Sache des Zufalls ist. Dies erfordert, sich von äußeren Einflüssen abzuschotten oder inmitten von Stille und Einsamkeit zu leben.
Stattdessen erfordert es, alles in der äußeren Welt durch den korrigierenden Filter unseres Entscheidungsmechanismus zu führen. Unsere Logik ist genau für diesen Zweck konzipiert. Wenn der Entscheidungsmechanismus konsequent stabil und geordnet ist, ist die getroffene Entscheidung richtig. Aber wenn die Blöcke ungeordnet und verdreht sind, ist die Entscheidung falsch. Ein Stoiker ist immer auf der Suche nach Konsequenz, Zuverlässigkeit und Frieden. Diese Qualitäten wünschen wir uns alle, aber sie können nur für eine sehr kurze Zeit erreicht werden. Wie erreichen Sie also etwas so schwer Erreichbares? Es ist entscheidend, alles in der äußeren Welt durch den korrigierenden Filter unseres Entscheidungsmechanismus zu führen. Unsere Logik ist genau für diesen Zweck konzipiert. Wenn jedoch unser Entscheidungsmechanismus verzerrt ist und wir unsere Logik nicht verwenden, beginnt sich alles zu verzerren, und wir finden uns im chaotischen und hektischen Fluss des Lebens hin und her geworfen. Möchten Sie stabil sein? Suchen Sie nach Klarheit? Der beste Weg, dies zu erreichen, ist durch einen gut funktionierenden Entscheidungsmechanismus. Denn wenn es einer Person gelingt, zwischen Entscheidungen, die mit Aufmerksamkeit und Logik getroffen wurden, zu navigieren, wird sie auch den Willen haben, unerwünschte Situationen und Dinge zu vermeiden. Wenn Sie jedoch Ihre Aufmerksamkeit und Logik auf Dinge lenken, die außerhalb Ihrer Kontrolle liegen, und versuchen, Dinge zu vermeiden, die von anderen kontrolliert werden, werden Sie zwangsläufig ängstlich und instabil sein. Wenn wir an einen Zen-Philosophen denken, stellen wir uns eine üppige und ruhige Bergspitze oder ein schönes Kloster auf einer steilen Klippe vor. Stoiker hingegen sind das genaue Gegenteil. Sie sind die Menschen auf dem Markt, ein Senator, eine tapfere Frau, die auf ihren in den Krieg geschickten Mann wartet, oder ein Bildhauer, der in seinem Studio arbeitet. Dennoch lebt ein Stoiker genauso friedlich wie ein Zen-Philosoph. Epiktet erinnert uns daran, dass Frieden und Stabilität aus unseren Entscheidungen und unserem Entscheidungsmechanismus resultieren, nicht aus der Umgebung, in der wir leben. Wenn Sie versuchen, Dinge zu vermeiden, die Ihren Frieden stören, andere Menschen, externe Ereignisse und Stress, werden Sie niemals erfolgreich sein. Egal wie sehr Sie versuchen zu entkommen und sich zu verstecken, die Probleme werden Sie nicht allein lassen. Stattdessen, wenn Sie versuchen, die eigentliche Ursache Ihrer Probleme zu vermeiden, nämlich fehlerhafte und schädliche Entscheidungsmechanismen, können Sie stabil und konsistent sein, egal wo Sie sich befinden. Erinnere dich jeden Tag und jede Sekunde daran, es gibt nur einen Weg zum Frieden, und das ist, alles außerhalb des Bereichs der Entscheidungsfindung loszulassen, zu akzeptieren, dass dir nichts wirklich gehört, und alles andere den Händen Gottes und des Schicksals zu überlassen. Diesen Morgen frage dich, was liegt unter deiner Kontrolle? Was liegt außerhalb deiner Kontrolle? Und vergiss nicht, dich mehr auf das Erste zu konzentrieren als auf das Zweite. Erinnere dich vor dem Mittag, das Einzige, was du wirklich besitzt, ist die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, und die Fähigkeit, deine Logik und deinen Entscheidungsmechanismus dabei zu nutzen. Das ist etwas, das dir niemand vollständig nehmen kann. Am Nachmittag erinnere dich daran, jenseits der Entscheidungen, die du triffst, liegt das Schicksal nicht vollständig in deinen Händen. Die Welt dreht sich, und wir drehen uns mit ihr, ohne zu wissen, ob sie sich zum Guten oder zum Schlechten wendet. Wenn der Abend kommt, erinnere dich wieder, wie viel von dem, was in deinem Leben passiert, liegt außerhalb deiner Kontrolle, und wo beginnen und enden deine Entscheidungen? Für das Anschauen dieses stoischen Videos möchte ich mich bedanken. Ich hoffe, dass ich Ihnen geholfen habe, durch die Inspiration aus der antiken stoischen Philosophie wertvolle Aspekte in Ihr tägliches Leben zu integrieren. Denken Sie daran, jeder Moment ist eine Lerngelegenheit, und die stoische Denkweise kann Ihnen helfen, das Beste aus diesen Momenten zu machen. Fahren Sie fort, ein gesundes, weises und sinnvolles Leben zu führen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.